westlichen Provinzen blühen und gedeihen, seit mein Konsolidierungsprogramm so viel Erfolg zeigte. Jetzt möchte ich dieselben Taktiken auch im Osten anwenden. Damaskus wäre ein guter Startort dafür. Baut dort eine mittlere Stadt und lasst die Eingeborenen, die in dieser Provinz bereits leben, in ihr aufgehen. Namenlose, nomadisierende Banditen haben diese Provinz seit langer Zeit terrorisiert. Und auch die Ägypter sorgen immer wieder für Ärger, obwohl Alexandria Teil des Imperiums ist. Das Land dort eignet sich nicht besonders gut für Bautätigkeit, auch nicht für Landwirtschaft. Aber ich bin sicher, dass euch das nicht aufhalten wird. Euer Erfolg wird für die Befriedung des Ostens von großem Wert sein. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Damaskus, Frieden im Osten. Diesmal sind wir im östlichen Mittelmeer unterwegs, an der syrischen Küste, wo wir Damaskus gründen sollen. Mit einer Bevölkerung von 6000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 55, einer Gunstwertung von 40, einer Kulturwertung von 55 und einer Friedenswertung von 50. 6000 Einwohner, das ist jetzt nicht so eine große Stadt, allerdings steigen jetzt die Wertungen. Für eine Wohlstandswertung von 55 benötigen wir nun Villen, um diesen Wert zu erreichen. Ja, und die Kulturwertung bedingt wieder jede Menge kultureller Gebäude. Und damit kommen wir auch zu einem Problem dieser Kampagne. Mit nur 6000 Einwohnern für Damaskus müssen wir am Arbeitsmarkt eine gute Balance haben, um Produktionen und die Kulturgebäude mit Arbeitskräften zu versorgen. Dazu kommt natürlich wieder Angriffe von nomadisierenden Banditen und von Ägyptern, die unsere Stadt und unsere Provinz angreifen werden. Wieder viel, was wir organisieren müssen. Und ich würde sagen, schauen wir jetzt einfach mal in die Karte. Unsere Provinz hat einige Oasen, um denen herum landwirtschaftliche Nutzflächen liegen. Wir haben hier eine im Westen. Im weiteren Verlauf hinter dieser Gesteinsformation haben wir im Norden eine Oase und im weiteren Verlauf hier im Osten. Im Osten haben wir auch ein größeres Eingeborenendorf. Im weiteren Verlauf haben wir Felsformationen hier mit Waldbeständen und hier eine offene, größere Fläche. Ja, hier auch nochmal Steinsformationen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Gemüse, Obst, Oliven und Reben anbauen sowie Fleisch produzieren. An Rohmaterial haben wir Eisen und Holz. Und produzieren können wir Wein, Öl, Waffen, Möbel und Geschirr. Für Geschirr müssen wir den Ton importieren. Gehen wir mal in die Imperiumskarte und wir sind hier und es bestehen die Landhandelsrouten mit Tarsus. Tarsus kauft größere Mengen Olivenöl, etwas Wein, verkauft uns Geschirr und Ton in größeren Mengen. Ja, und bei Marmor wissen wir das momentan nicht genau. Der nächste Handelspartner ist Hierosolyma. Hierosolyma kauft größere Mengen Oliven und Möbel, verkauft uns jede Menge Weizen und etwas Wein. Unsere Exporte werden also Olivenöl, Wein und Möbel sein. Damit können wir ganz gute Gewinne erzielen und somit unseren Import von Ton auch gut finanzieren. Was ist jetzt der Plan? Der Bereich hier zwischen dieser Oase und dieser Feldformation eignet sich sehr gut für unsere Stadt. Hier ist sie sehr gut geschützt vor Angriffen. Wir können hier gut Stadtverteidigung aufbauen. Wir werden hier entlang dieser offenen Fläche unsere 7x7 Wohnblöcke errichten. Hier können wir sehr gut die Stadtgebiete mit Nahrungsmitteln versorgen. Hier werden wir einen zentralen Handelsposten errichten, wo wir alle Ex- und Importe entsprechend abwickeln können. Und hier bei diesem eingeborenen Dorf im Osten errichten wir unser Villengebiet mit einem entsprechenden Versorgungsviertel. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Aufbau von Damaskus. Dafür werden wir mal die Geschwindigkeit jetzt so runtersetzen.
und in aller Ruhe hier jetzt unsere Wohngebiete konzipieren. Wir haben jetzt hier auf diesem schmalen Landstrich 4 Wohngebiete vorkonzipiert, wobei ich jetzt 2 Stück schon voll parzelliert habe. Diese habe ich mit Präfekturen, Ingenieursposten und Wasser schon versorgt. Für das Wasser habe ich hier diesen Aquädukt so verlegt, dass wir so wenig wie möglich von dem kostbaren Farmland verschwenden. Was wir jetzt noch brauchen, sind Kliniken. Die errichte ich sofort, damit wir hier keine böse Überraschung erleben. Ja, und die Geschwindigkeit können wir jetzt auch erhöhen und die Parzellen besiedeln lassen. In der Zwischenzeit verteilen wir noch die Prioritäten beim Arbeitsberater. Ja, und warten jetzt, dass unsere ersten Bürger unsere Stadt erreichen. Bevor wir jetzt mit der Produktion unseres ersten Exportgutes Möbel beginnen, werden wir noch unsere Götter zufriedenstellen, indem wir die Tempel errichten. Wir wollen nicht den Zorn der Götter auf uns ziehen. Ja, und beim Bau unserer Tempel ist mir aufgefallen, dass wir in Damaskus weder große Tempel noch Orakel bauen können. Das wird wohl auch der Grund sein, warum wir bei Tarsus hier bei Marmor keine Mengenangaben haben, da wir Marmor prinzipiell nicht importieren können und somit nicht zur Verfügung steht. Na gut, dann müssen wir halt nur mit kleinen Tempeln hier arbeiten. Wir haben jetzt hier unsere Möbelproduktion mit 2 Sägemühlen und 4 Möbelschreinereien errichtet. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist das Lagerhaus, welches wir jetzt auf Möbel einstellen. Ich habe jetzt hier dieses Wohngebiet noch nicht parzelliert, weil wir, glaube ich, mehr als genug Arbeitskräfte haben. Ich habe jetzt hier nur für den Zugang zum Arbeitsmarkt das 2x2 außenliegende Wohngebiet parzelliert. Wir müssen natürlich jetzt noch die Handelsroute nach Hierosolyma eröffnen, um Möbel zu verkaufen. Und das stellen wir auch schon direkt im Handelsberater ein. Natürlich sollten wir unseren Arbeitern auch etwas mehr Lohn gönnen als in Rom. Die Steuern setzen wir natürlich wieder auf 0. Jetzt, wo wir unsere ersten Güter exportieren, wollen wir uns um die Nahrungsmittelversorgung kümmern. Dafür baue ich jetzt hier ein Silo und wir werden unsere Bürger mit Obst versorgen. Warum Obst? Obstfarmen haben, wie wir wissen, eine positive Auswirkung auf die Attraktivität. Und weil wir hier sehr nah unsere Obstfarmen an die Wohngebiete errichten müssen, wie hier zum Beispiel, hat das einen positiven Effekt auf die Attraktivität. Bauen wir mal 4 Obstfarmen. So, hier noch ein paar Verschönerungen durchführen, weil wir jetzt Angestellte benötigen. Ja, aber das sollte eigentlich gleich schon wieder ausgeglichen sein. Gönnen wir unseren Bürgern mal ein Fest für Mars. Ja, ich denke mir, wir haben jetzt genug Nahrungsmittel, um den ersten Markt zu errichten. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ja, das werden wir, Imperator. Oh ja, nochmal vielen Dank für die 3000 Dinari. Dann kann ich jetzt auch hier meinen Markt errichten und dieses Stadtgebiet entwickeln lassen. Wir werden mit dem nächsten Entwicklungsschub noch ein bisschen die Produktion von Exportgütern erhöhen, damit wir unser Militär ausbauen können. So, ich habe jetzt nochmal 3 Farmen hier errichtet und hier eine kleine Siedlung, um hier den Zugang bei den Farmen zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ja, 14% Arbeitslosigkeit. Bauen wir hier nochmal das etwas aus. Ja, super, Mars hat uns mit seinem Schutzgeist gesegnet, darauf habe ich gewartet. So, dann errichten wir jetzt noch ein Sägewerk und 2 Möbelschreinereien.
Sehr gut, aber ich denke mir mal, da sind wir für die Exporte, was Möbel betrifft, eigentlich jetzt gut bedient. Als nächstes werden wir uns noch mit dem Exportgut Olivenöl und Wein beschäftigen. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt unser Militär aufbauen. So, fürs Militär werde ich jetzt schon hier das zweite Stadtgebiet mit einem Markt versehen. Dafür habe ich jetzt hier auch nochmal Farmen errichtet. So, dann bauen wir den Markt jetzt hier hin. So, und mit der Entwicklung dieses Stadtgebietes werden wir jetzt hier unser Militär aufbauen. So, ich habe jetzt hier schon unsere Waffenproduktion errichtet und eine kleine Siedlung. Wir benötigen ja Waffen nur für unsere Armee, von daher habe ich wirklich jetzt nur eine Eisenmine und 2 Waffenschmieden errichtet. Dann errichten wir jetzt hier das Lagerhaus, was die Waffen annimmt. Und wir bauen diesmal nur eine Kaserne, weil, wie ich schon anfangs erwähnt habe, mit den Arbeitskräften etwas haushalten muss. Aber eine Militärakademie brauchen wir definitiv. So. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt müssen wir leider noch etwas warten, bis wir unser erstes Fort errichten können. Ja, verschmutztes Wasser, aber wir haben ja überall Kliniken gebaut. Das sollte jetzt für uns kein Problem sein. Da führen wir mal ein paar Verschönerungen durch hier, damit wir auch eine gleichmäßige Entwicklung unserer Stadtgebiete bekommen. Ja, es brennt. Das ist bei den Wüstenprovinzen natürlich immer so ein Problem. Schauen wir mal. Ja, okay, hier müssen wir definitiv noch eine Präfektur bauen. Wir haben die 1000 Einwohnerzahl erreicht. Das heißt aber auch, dass wir wieder Tempel bauen müssen. Und dann baue ich doch direkt hier meinen Mars-Tempel. Ja, und die anderen kriegen natürlich jetzt auch ihre Tempel noch. Ja, aber ich bin mit der Entwicklung eigentlich sehr zufrieden. Ja, ich werde jetzt der Stadt mal eine kleine Spende geben, um 2000 Dinari. Damit kann ich jetzt endlich mein Fort für die Wurfspeerträger errichten. Das kommt dann jetzt hierhin. Für diese beiden Stadtgebiete muss ich ja noch die Wasserversorgung herstellen. Da habe ich jetzt hier schon das Reservoir errichtet. Das kann jetzt hier wirklich beide Stadtgebiete versorgen. Und wir führen jetzt hier den Aquädukt wieder so, dass wir möglichst wenig Farmland verbrauchen. Das ist zwar ein bisschen fuddelig, aber das geht. Wir können jetzt von diesem Reservoir entsprechend den Aquädukt bauen. Hier entlang dieser Felsformationen die Verbindung herstellen. So, das ist sehr gut und hier können wir dann das Farmland nutzen. Hier dann errichte ich hier ein zweites Silo. So, und dann werde ich jetzt dieses Stadtgebiet hier entsprechend parzellieren. Einen Brunnen versorgen. Ja, es gibt eine entfernte Schlacht bereits. Schauen wir mal in die Imperiumskarte. Oh ja, da kommen einige Kämpfe auf uns zu. Ja, beginnen wir jetzt mit den weiteren Exportgütern Olivenöl und Wein. Das werde ich hier in diesem Bereich produzieren. Dafür ziehe ich jetzt hier diese Straße hoch. Und baue jetzt mal 2 Olivenfarmen und 2 Weingüter. Hier werden wir eine kleine Siedlung errichten
Und natürlich brauchen wir jetzt auch hier Ingenieursposten und Präfekturen. Ja, dann werde ich jetzt hier auch die Lagerhäuser bauen. Wir werden jetzt hier ein Lagerhaus für Wein errichten und hier ein Lagerhaus für Öl. Ja, und dann errichten wir mal 2 Ölpressen. So, das habe ich jetzt ein bisschen umgeplant, damit ich hier diesen Bereich auch noch nutzen kann. Da kommen jetzt nämlich hier meine 2... Oh, ich sehe gerade, ich habe gar kein Geld mehr. Vor lauter Bauen. Oh, so. Werde ich nochmal der Stadt 2000 Dinari spenden. Ja, ich muss das leider so ein bisschen seltsam hier bauen, weil hier dieser kleine Felsvorsprung ist. Aber das macht nichts, dann ist hier ein idealer Platz für eine Präfektur. So, dann haben wir jetzt hier unsere 4 Kältereien. Ja, und dann bauen wir natürlich noch 2 zusätzliche Ölpressen. Ich baue jetzt hier auch nochmal einen außenliegenden Wohnblock. Ja, nach vieler Bauerei habe ich jetzt hier das endlich mal fertig konzipiert. Ich denke mir mal, mit 2 Weingütern und 4 Kältereien kriegen wir die Exporte ganz gut gedeckt, was Wein betrifft. Ja, wenden wir uns jetzt den anderen Stadtgebieten zu. Bevor wir uns aber jetzt mit der Weiterentwicklung unserer Stadtgebiete beschäftigen, müssen wir natürlich noch die Handelsroute nach Tarsus eröffnen, um unser Olivenöl und Wein zu exportieren. Ich werde hier auch nochmal ein außenliegendes Wohngebiet errichten. Das wird dann hier so entsprechend verbunden. Der Brunnen, der kommt dann hier hin. Dann kommt hier noch der Ingenieursposten und natürlich eine Präfektur hier hin. Ja, einen Arzt werde ich hier auch schon direkt bauen. Ja, errichten wir jetzt hier eine Schule, eine Bibliothek und ein Theater. Die Künstlerkolonie dafür errichten wir hier. Ja, und ihr seht, mit dem Verkauf von Olivenöl und Wein füllt sich unsere Stadtkasse sehr gut. Damit können wir jetzt hier unser erstes Fort für Legionäre errichten. Waffen haben wir genug in unserem Lagerhaus. Ja, da haben wir gerade das Fort für die Legionäre errichtet. Da möchte der Imperator 10 Einheiten Waffen haben. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die noch auf Lager haben. Und tatsächlich 10 Stück haben wir noch. Das ist echt Zufall. Die verschicken wir sofort. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ja, unsere Silos sind prall gefüllt. Dann können wir jetzt für das 3. Stadtgebiet hier auch den Markt errichten. Und ein paar Gärten. Ja, gern geschehen. Für die weitere Stadtentwicklung werde ich jetzt hier 2 Lagerhäuser bauen, welches später dann Geschirr und Möbel annehmen. Und dann können wir das hier schließen. Und dann würde ich den Ingenieursposten und auch die Präfektur dann jetzt hier hinbauen. Ja, und man sieht auch, wie schnell sich die Silos wieder leeren. Zeit für weitere Obstfarmen.
Ja, das passiert jetzt in dieser Kampagne auch öfters, dass ein Bergwerk einstürzt. Das müssen wir dann wieder neu errichten. Ja, wir errichten hier immer wieder ganz kleine Siedlungen. Allerdings möchte ich diese Siedlungen auch mit Nahrung versorgen. Deswegen baue ich jetzt hier einen Markt. Ja, mit den Arbeitslosen werden wir noch unsere Olivenölproduktion weiter nach oben fahren. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Olivenfarm. Mache ich jetzt mal hier das so. Und noch 2 Ölpressen. Ja, und 2000 Einwohner haben wir jetzt schon in Damaskus. Ja, und das 4. Stadtgebiet parzelliere ich jetzt auch komplett. Ja, das erste Mal wird Damaskus von den Feinden angegriffen. Dann mal die Geschwindigkeit herabsetzen und schauen. Hier greifen sie also an diesem Dorf der Eingeborenen. Ja, das ist ja weit weg von unserer Stadt. Und wir haben fast ein ganzes Fort mit Legionären und Wurfspeerträgern. Okay, dann positionieren wir die mal. Ja, das sind wohl die Ägypter, die mit Kamelreiter tatsächlich unsere Stadt angreifen. Da kommen unsere Wurfspeerträger, die werde ich mal ein bisschen abfangen hier. Ja, wir haben hier noch den Geist des Marses. Sehr gut, da brauchen wir unsere Armee gar nicht weiter behelligen. Naja, und Zebras braucht ihr jetzt auch nicht anzugreifen. Ihr könnt sofort zurück zum Fort. Nachdem wir jetzt diesen Kampf dank Mars so gut überstanden haben, wenden wir uns wieder unserer Stadt zu. Wir bauen jetzt für das 2. Stadtgebiet auch Kulturgebäude. Und lassen es entsprechend entwickeln. Ja, und dieses Stadtgebiet kriegt jetzt auch seinen Markt. Und bevor jetzt neue Bürger in unsere Stadtgebiete ziehen, werde ich mich um die Stadtsicherung bzw. die Stadtverteidigung kümmern. Und zwar möchte ich gerne diesen Zugang hier gesichert haben. Ja, damit haben wir jetzt diesen Zugang hier gesichert. Ich werde keine Türme errichten, da ich ja Arbeitskräfte einsparen möchte für später, wenn wir die Kulturgebäude errichten müssen, um die Wertung zu erreichen. Aber wir können jetzt schon mal ein neues Fort bauen, nämlich für die Wurfspeerträger. Die können dann jetzt genau hier hin. Schließen wir jetzt diesen Zugang hier auch noch. Stadttor direkt hier hinbauen. Somit ist auch jetzt dieser Zugang zu unserer Stadt gesichert. Hier im hinteren Bereich bei dem eingeborenen Dorf würde ich jetzt auch keine Mauer bauen. Bei Angriffen haben wir genug Zeit, unsere Soldaten hier aufzustellen. Ja, jede Menge Arbeitslose. Jetzt ist Zeit für unsere Geschirrproduktion. Dafür baue ich jetzt hier unsere 2 Lagerhäuser. Dieses hier wird Geschirr annehmen und dieses hier natürlich Ton. So, und dann müssen wir das hier schließen. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir mal, ich denke mir mal, 5 Töpfereien müssten eigentlich reichen. Wir können ja später auch noch Geschirr importieren. Dann müssen wir natürlich auch jetzt den Ton importieren. Sehr gut. Ja, der erste Ton ist schon dort. Ja, dann würde ich aber jetzt gerne hier das noch sichern wollen. Auch nochmal mit einem Ingenieursposten und einer Präfektur. Ja, und unsere Gottheiten sind wieder gleichgültig. Zeit für neue Tempel, die wir errichten.
Ja, hier bei unserem großen Handelsposten werde ich jetzt noch ein Silo errichten. Das kommt genau hier hin. Das wird Obst fordern, weil ich später hier in diesem Bereich noch ein weiteres Stadtgebiet errichten möchte. Zudem möchte ich diese kleine Siedlung auch mit Nahrung versorgen. Ich habe ganz vergessen, Geschirr natürlich auf Hamstern zu setzen. Ja, noch schnell nachholen. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal neue Farmen. Ja, und immer wieder mal einen Blick auf die Risiken, nämlich auf die Feuergefahr. Aber das sieht hier eigentlich alles ganz gut aus. Hier allerdings nicht. Da sollten wir hier nochmal eine Präfektur errichten. In diesem Stadtgebiet habe ich auch nur eine Präfektur, sehe ich gerade. Bauen wir hier mal nochmal eine zweite. Ja, und hier sieht auch alles gut aus. Ja, und wir werden wieder angegriffen. Schauen wir mal. Diesmal ist es an dieser Stelle, wo ich meine Mauer schon errichtet habe. Das ist sehr gut. Ja, und wir haben 3 volle Forts. Gut, dann platzieren wir mal unsere Soldaten. Ja, es geht los, aber ich denke mir mal, das sollte kein Problem sein hier. So, hier könnt ihr, glaube ich, mal die ausschalten. Eine Kamelreiter flieht schon. Sehr gut. Ja, die Feinde sind nicht sehr stark. Sie treten recht zahlreich auf. So ähnlich wie in Tingis. Aber das kriegen wir, glaube ich, gut geregelt. Ja, ich denke mir mal, dann könnt ihr jetzt auch zurück zum Fort. Ja, und ihr seht mal wieder, dass ich dieses Lagerhaus nicht richtig eingestellt habe. Da habe ich jetzt tatsächlich Ton drinnen. Wie ärgerlich. Okay. Das heißt aber jetzt auch, dass ich hier eine Verbindung errichten muss, damit der Ton auch dorthin kommt, wo er hin soll. So, okay, gut. Dann können wir jetzt auch hier den Markt errichten. Hierfür. Ja, und da bringt er schon den Ton zu dem richtigen Lagerhaus. Ja, immer wieder darauf achten, dass die Lagerhäuser richtig eingestellt sind. Gut, wir haben Waffen im Lagerhaus. Bauen wir das nächste Fort für Legionäre. Das kommt dann jetzt hier hin. Sehr gut. Ich denke mal, da sind wir aber auch jetzt militärisch gut ausgerüstet. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr. Ja, und ihr seht, wir haben jede Menge Geschirr schon im Lagerhaus. Das können wir jetzt entsprechend freigeben. Hier werde ich jetzt einstellen, dass Geschirr gefordert wird. Und Möbel können jetzt auch gefordert werden, weil die Entwicklung geht jetzt hier weiter. Ja, und für Möbel werde ich jetzt hier tatsächlich ein Limit einstellen von 3 Einheiten. Ja, und ich glaube, Olivenöl brauchen wir noch nicht einzustellen. Ja, dann errichten wir für diese beiden Stadtgebiete jetzt die Badehäuser. Unseren Senat werden wir hier errichten. Dann können wir aber hier nochmal 2x2 außenliegende Wohngebäude errichten. So, und dann können wir das so verbinden. Ja, das geht. Und dann kommt hier auch ein Ingenieursposten rein. Und eine Präfektur, das passt sehr gut. Die Hälfte des Bevölkerungsziels haben wir schon erreicht, 3000 Einwohner in Damaskus. Ja, wir haben unseren Senat schön platziert, bin ich mit zufrieden und damit können wir jetzt auch die Foren errichten. Kommen wir hier hin. Ja, das passt gut. Und dann können wir auch die Steuern einstellen. Ich würde mal sagen 8%. Na, da machen wir 9.
Ja, und der Imperator möchte 10 Einheiten Waffen haben. Gucken wir mal, wie viel wir auf Lager haben. Keine, okay. Dann müssen wir diese hamstern. Ich werde jetzt hier nochmal eine Künstlerkolonie bauen. Und dann errichten wir auch schon direkt die Gladiatorenschule. Die können dann hier hin. Dann können wir das erste Stadtgebiet schon mit einem Amphitheater versorgen. Sehr gut. Ich werde jetzt das 5. Stadtgebiet mal konzipieren und dann denke ich mal, werden wir uns mit unseren Villen beschäftigen. Ich habe jetzt hier unser 5. und letztes Stadtgebiet konzipiert, habe es an die Stadt hier angeschlossen und habe hier nochmal ein außenliegendes Wohngebiet für den besseren Zugang zum Arbeitsmarkt in diesem Bereich hier errichtet. Uns fehlt natürlich jetzt die Wasserversorgung, die werde ich etwas anders konzipieren. Von diesem Aquädukt und auch von diesem Reservoir können wir nicht gehen, weil hier alles schon zugebaut ist. Ich werde ein Reservoir hier hinbauen. So, und die Verbindung müssen wir über diese Oase hier machen. Wir werden hier sowieso nicht siedeln in diesem Bereich. Ich glaube, das ist nicht nötig. Von daher kann ich jetzt den Aquädukt hier rüber setzen. Müssen hier nur ein bisschen aufpassen mit diesem eingeborenen Dorf, dass wir den Aquädukt nicht auf deren Gebiet errichtet haben. Gucken wir mal eben. Risiken Eingeborene. Na, ich glaube, das ist noch in Ordnung. Wir werden es ja spätestens dann merken, wenn dieser Aquädukt zerstört wird. So, dann bauen wir einen Brunnen hier hin. Gut, ja, dann errichten wir aber auch hier direkt eine Präfektur und einen Ingenieursposten. Wir werden dieses Stadtgebiet jetzt nicht parzellieren, weil wir hier jede Menge Arbeitslose haben. Wir werden jetzt mit der Entwicklung unseres Villengebietes beginnen. Das Villengebiet werde ich hier entwickeln lassen. Dafür müssen wir natürlich erstmal unsere Eingeborenen missionieren. Das heißt, wir brauchen auch Missionsposten. So, und das Wegesystem hier ist ziemlich chaotisch. Das werde ich jetzt erstmal ein bisschen verbessern. Und dann schauen wir mal, wie wir unser Villengebiet errichten wollen. Ich habe jetzt mal hier unseren Bereich, wo ich das Villengebiet entwickeln möchte, mal mit einem anderen Wegesystem jetzt versehen und werde jetzt mal 2 Missionsposten bauen. Einen hier, einen werden wir hier hinbauen und dann brauchen wir tatsächlich auch nochmal einen hier. Ja, und die 10 Einheiten Waffen stehen für den Imperator auch schon bereit. Das können wir wegschicken. So, und dann schauen wir mal, wie hier die Gefahr unserer Eingeborenen jetzt ist. Ja, und ihr seht, hier dürften wir eigentlich nicht bauen, es sei denn, wir bauen noch einen Missionspost. Aber ich denke mir mal, dass dieser Bereich, den wir hier haben, mehr als genug ist. Ja, wir haben genug Arbeitskräfte. Bevor ich jetzt hier anfange, Versorgung des Villengebietes zu errichten, werde ich jetzt für dieses Stadtgebiet hier das Badehaus errichten. Und dieses Stadtgebiet bekommt sein Amphitheater. Eine Farm, die ist auch, glaube ich, eben abgebrannt. Und ich werde jetzt diese Farm hier abreißen und ein Lagerhaus errichten. In diesem Lagerhaus möchte ich nachher Olivenöl fordern. Wir geben es erstmal nur auf Annehmen. Gut. Ja, bitte, das haben wir gern gemacht. Ich habe jetzt das Villenviertel soweit konzipiert. Wir haben Platz für 6 Villen, die wir zur großen, maximal zur herrschaftlichen Villa entwickeln lassen. Warum nicht weiter? Für die kleinen Paläste brauchen wir eine zweite Weinart. Und da wir Wein exportieren, müssten wir diesen entsprechend importieren. Und wir würden auf unser Exportgut Wein verzichten müssen. Ja, unser Villengebiet habe ich schon mit Wasser, einer Präfektur und einem Ingenieursposten versehen. Und nun müssen wir natürlich die Versorgung unseres Villengebietes entsprechend errichten. Die erste Nahrungsmittelart, die ich unseren Bürgern hier zur Verfügung stelle, ist Weizen.
den wir importieren müssen. Deswegen baue ich jetzt hier ein Lagerhaus mit dem entsprechenden Silo. Schön dicht zusammen, damit der Weizen im Lagerhaus schnell ins Silo transportiert werden kann. Also Lagerhaus müssen wir den Weizen auf Annehmen stellen und im Silo natürlich auf Fordern. Natürlich müssen wir jetzt hier den Weizen auch im Handelsberater auf Importieren stellen. Ja, und wir brauchen natürlich eine kleine Siedlung. Ja, das sieht soweit schon ganz gut aus. Ein Arzt sollten wir allerdings jetzt auch für beide Stadtgebiete errichten. Wir brauchen natürlich noch die Lagerhäuser für die anderen Güter. Und zwar eins, was Geschirr fordert. Geschirr wird ja nur in unserer Stadt produziert. Wir können es natürlich später auch importieren. Dieses Lagerhaus wird Möbel und Olivenöl annehmen, da ich beide Produkte hier am Villenstandort produziere. Olivenöl und Möbel brauche ich auch als Exportgut in unserer Stadt und natürlich auch für die Versorgung unserer Wohngebiete. So, jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, den Missionsposten wieder aufzubauen. Dann hierhin, das passt gut. Ja, dann brauchen wir noch ein Silo für die zweite Nahrungsmittelart. Das wird dann Obst sein. Ja, wir brauchen natürlich auch noch ein Lagerhaus hier, welches auf Wein fordern eingestellt wird. Weil Wein produzieren wir genug und können das von unserer Stadt anfordern. Unsere Patrizier brauchen auch für 6 Villenstandorte auch nicht so viel Wein. Da lohnt es sich jetzt wirklich nicht, eine eigene Produktion zu errichten. Ja, und hier sehen wir schon den Karrenträger von den einheimischen Dorf, die mit uns jetzt auch schon Handel betreiben. Ja, wenden wir uns wieder unserer Stadt zu. Wir werden jetzt hier Olivenöl ein Limit einstellen. Und ich möchte auch bei Wein jetzt ein Limit haben, aber nur 3 Einheiten, damit wir unser Villenviertel versorgen können. Ja, dann werden wir jetzt dieses Lagerhaus hier einstellen, dass es Öl fordert und bauen jetzt hier die Barbiere. Ja, und dieses Stadtgebiet können wir jetzt auch schon parzellieren. Sollten aber noch hier eine Präfektur errichten. Die kann dann noch hier hin und natürlich auch ein Arzt. Ja, Möbel werde ich jetzt nicht mehr exportieren. Da müssen sich jetzt die Märkte erstmal gut versorgen, aber ich denke mir mal, unsere Stadtkasse ist so gut gefüllt. Das können wir gut verkraften. Ja, dieses Stadtgebiet kann jetzt auch schon einen Markt bekommen. So, ich habe jetzt hier schon die Möbelproduktion etabliert und auch die Olivenölproduktion. Wir haben jetzt hier alle entsprechenden Güter. Natürlich müssen wir auch einen Markt bauen. Das ist natürlich logisch. Ja, und mit der wachsenden Einwohnerzahl müssen wir natürlich die Nahrungsmittelversorgung in unserer Stadt im Auge behalten. Richten wir mal hier weiter Farmen. Und der nächste Angriff der Feinde auf Damaskus. Hier greifen sie an, in der Nähe unserer Forts. Ja, das sollte ja auch kein Problem sein. Stellen wir unsere Armee mal auf. Ja, das ist auch wieder eine ziemlich große Truppe, die uns da angreift. Ja, und Kamelreiter haben wir auch, mehr als genug, die uns angreifen. Ja, aber ihr seht, unsere Legionäre stehen hier wie ein Fels in der Brandung. Und im Hintergrund werfen unsere Wurfspeerträger ihre Speere. Ja, die Kamelreiter sind schon fast alle ausgeschaltet. Einer hält sich noch tapfer. Ja, aber ich denke mir mal, das ist gleich hier vorbei, das Gemetzel. Ja, das war wieder sehr erfolgreich. Wir haben einen Legionär verloren. Das ist wirklich sehr gut gelaufen.
Ich war ja hier bei der Verbesserung unserer Nahrungsversorgung stehen geblieben. Bauen wir nochmal hier Farmen auf. Sehr gut, das können wir hier verbinden. So, und dann hier nochmal Ingenieursposten und Präfekturen. Ja, und ich baue hier tatsächlich noch eine Möbelproduktion auf. Die kann dann hier hin und hier können die beiden Möbelschreinereien hin. Sehr gut. So, und dann kommt hier nochmal eine Präfektur hin und dann können wir, glaube ich, Möbel auch bald wieder freigeben zum Verkauf. Ja, nun möchte der Imperator 10 Einheiten Wein haben. Das sollte für uns aber auch kein Problem sein. Schauen wir mal, was wir im Lager haben. 5. Okay, ja, dann müssen wir Wein hamstern. Ja, unser Villengebiet hat sich weiterentwickelt. Ja, und ich denke mir mal, ich errichte mir jetzt auch mal mein Haus hier. Das kommt dann jetzt genau hier hin. Ja, sehr gut. Ja, und ein Forum möchte ich jetzt gerne hier auch haben. Ja, und ihr seht, wir haben genug Weizen im Lager. Wir können den Import jetzt eigentlich erstmal stoppen. Ja, und lassen hier unser Villengebiet sich weiterentwickeln. Ja, die Lieferung für den Imperator steht bereit. Dann verschicken wir diese sofort, damit wir den Wein wieder exportieren können. Gut. Ja, ich werde jetzt Möbel wieder verkaufen. Dafür werde ich jetzt Olivenöl erstmal nicht mehr für den Verkauf zur Verfügung stellen. Wir werden das jetzt immer so ein bisschen abwechselnd machen, damit die Märkte sich mit diesen beiden Produkten gut versorgen können. Ja, und das 5. Stadtgebiet bekommt jetzt auch mal eine Reihe Plätze. Und dann bauen wir hier auch nochmal Schule, Bibliothek und das Theater. Das kann aber sein, dass wir für dieses Theater nochmal eine Künstlerkolonie errichten müssen. Da müssen wir nochmal schauen, ob genug Schauspieler zur Verfügung stehen. Entwickeln wir unser Villengebiet weiter. Die benötigen jetzt ein Badehaus, das kann hier hin. Und dann errichten wir auch sofort das Amphitheater. Ich werde das hier noch ein bisschen umplanen. Ja, bitte gerne. Und zwar werde ich die Künstlerkolonie hier abreißen und sie hier hinbauen. Dann können wir auch direkt die Gladiatorenschule bauen. Das ist etwas kompakter und das gefällt mir auch besser. Dann errichten wir hier in dieser kleinen Ecke hier noch den Barbier. Machen noch mit großen Statuen diesen Bereich schick. Und dann können sich hier die Gebäude auch erstmal weiterentwickeln. Ja, und ihr seht, Möbel sind schon wieder gut ausverkauft. Das Problem ist, dass unsere Händler natürlich auch hier zu diesem Lagerhaus gehen, um dort Möbel zu kaufen. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder die Möbel sperren und dafür Öl wieder freigeben. Ja, in unserem Villengebiet haben wir jetzt schon die großen Insulars, die jetzt, ja, sehr schön, dass wir noch mehr Geschirr kaufen können. Brauchen wir aber im Moment jetzt nicht. Ein Kolosseum benötigen. Das errichten wir genau hier. Und natürlich das Löwenhaus. Das Löwenhaus kann jetzt hier hin. Ja, ich denke, wir brauchen doch eventuell 2 Ja, und unser Kolosseum ist jetzt funktionsbereit. Unsere Gottheiten sind erfreut und wir haben schon Ewigkeiten kein Fest mehr gefeiert. Das sollten wir jetzt mal machen, und zwar für Ceres. Ja, und wir sehen, dass hier die hinteren beiden Wohngebiete schlecht versorgt werden, obwohl der Markt fast alles hat, außer jetzt eine zweite Nahrungsmittelart.
Ich baue dann doch noch einen zweiten Markt hier auf. Ja, wir müssen aber jetzt erstmal einen Aufstand entgegenstellen. Ja, hier, wo unsere Militärbasis ist, greifen die Rebellen an. Ja, dann werden wir mal hier schnell unsere Armee aufstellen. Ja, das ist schon eine Menge hier. Ja, dann greift mal an. Ja, sehr gut. Ihr könnt zurück. Das war sehr erfolgreich gewesen. Irgendwo brennt es. Okay. Das ist natürlich klar, dass das hier brennt, wenn ich hier keine Straße ranbaue. Ja. Okay, lassen wir das jetzt erstmal so. Ja, wir werden wieder Möbel jetzt mal für den Export freigeben. Dann mache ich mal 5 Einheiten als Limit. Und Öl auch. Dafür habe ich jetzt Wein nicht mehr für den Export zur Verfügung gestellt, da wir in unserem Villenviertel zu wenig Wein haben. »5000 Einwohner zählt jetzt Damaskus, noch 1000 und wir haben das Bevölkerungsziel geschafft. Mit den 2 Märkten haben wir es jetzt geschafft, dass sich alle 6 Villenstandorte auch entwickelt haben. Und jetzt benötigen wir noch das Krankenhaus und die Akademie. Ja, entwickeln wir unsere 2 letzten Wohngebiete noch weiter. Dafür muss ich es hier ein bisschen umbauen. So, da haben wir jetzt hier das Badehaus errichtet. Ja, wir haben unser Villengebiet jetzt voll ausgebaut. Wir haben jetzt hier die große Villa. Ich werde nicht weiter ausbauen zur herrschaftlichen Villa, da ich dann die 3. Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen muss und ich dadurch Arbeitskräfte wieder binde, die ich für die Kulturgebäude gleich brauche. Ja, und der Imperator möchte wieder 10 Einheiten Wein haben. Ja, da wir den Wein ja im Moment nicht verkaufen, können wir den auch direkt wegschicken. Und natürlich müssen wir auch hier diesen Bereich jetzt schützen. Ich gucke mal eben unter den Risiken bei den Eingeborenen. Gut, dann können wir hier tatsächlich eine Mauer bauen. Ja, ihr seht, ich habe die Mauer jetzt hier hinten bei dem eingeborenen Dorf etwas seltsam gebaut, aber ich habe mich da jetzt an den natürlichen Hindernissen wie den Felsformationen oder auch den Waldbeständen angepasst. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein Tor einbauen noch. Und dann denke ich mir mal, sind wir hier in diesem Bereich auch gut gesichert. Ja, die Versorgung unserer Stadt sieht sehr gut aus. Die Silos sind gefüllt, die Lagerhäuser sind auch gut gefüllt. Wir werden jetzt dieses Stadtgebiet hier entsprechend noch mit einem Badehaus versehen und einem Amphitheater. Was sagen denn die Wertungen? Bei der Kulturwertung müssen wir noch einiges machen. Schulen müssen noch gebaut werden. Und auch Theater. Denke mir mal, Akademien werden wir jetzt mal nicht so viele bauen, weil dafür brauchen wir 30 Mitarbeiter. Dafür können wir schon 3 Schulen bauen. Die Wohlstandswertung werden wir wohl mit unseren Villen jetzt bald schaffen. Friedenswertung ist geschafft. Und die Kunstwertung auch. Dann lassen wir mal die Stadt sich jetzt weiterentwickeln. Ja, alle 5 Stadtgebiete sind jetzt voll entwickelt. Und wir brauchen doch noch einige neue Bürger. Ich werde hier noch ein paar Parzellen ausweisen. Natürlich müssen wir hier auch Brunnen errichten. Mittlerweile ist unser Lagerhaus mit den Waffen randvoll gefüllt. Wir können jetzt das Gewerbe Waffen ausschalten und Eisen.
und die Arbeitskräfte für unsere Kulturgebäude verwenden. Und der nächste Angriff auf Damaskus steht bevor. Dann schauen wir mal. An altbekannter Stelle, ja, und in altbekannter Methode werden wir unseren Feinden entgegentreten. Das ist wirklich wieder eine große feindliche Armee hier, aber sie ist halt nicht sehr stark. Aber dafür jede Menge Kamelreiter. Naja, aber da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. So, ihr könnt mal hier rüber. Ja, und die ziehen auch schon ab. Naja. Dann wieder zurück. Ja, mittlerweile haben wir die 6000 Einwohner fast erreicht. Und wir schauen noch mal kurz auf die Wertungen. Die Kulturwertung haben wir jetzt auch erreicht. Wohlstand ist auf 63, Frieden ist erreicht und Gunst auch. Für das Erreichen der Kulturwertung haben wir 12 Schulen, 2 Akademien, 7 Bibliotheken, 9 Theater, 6 Amphitheater und ein Kolosseum errichtet. Das ist der Zeitpunkt, wo wir uns Damaskus nochmal in Ruhe anschauen. Hier fing unsere Entwicklung an mit diesen beiden Stadtgebieten und hier die Versorgung mit Lebensmitteln in Form von Obstfarmen. Dann haben wir diese beiden Stadtgebiete hier entwickelt und hier unser großer Handelsposten, wo wir unsere Exportgüter, Olivenöl, Wein und Möbel sowie Geschirr für die Stadt produzieren. Später dann hier unseren Senat und das 5. Stadtgebiet. Unsere Militärbasis haben wir hier errichtet und haben diese mit lauter Tempel des Marses ausgestattet. Hier unser Villenviertel mit den großen Villen und den entsprechenden Versorgungszentrum. Ja, dann warten wir jetzt auf neue Bürger, die in unsere Stadt ziehen, damit wir die 6000 Einwohner in Damaskus erreichen und beenden damit diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Ziele, die der Imperator uns gestellt hat, erreicht und er befördert uns zum Prokonsul. Wieder einmal habt ihr geschafft, was kleinere Geister für unmöglich hielten. Der ganze Osten hat euren Drahtseilakt in Damaskus verfolgt. Jetzt kann ich endlich ohne Sorgen einige meiner syrischen Legionen wieder nach Hause rufen. Ja, das war gar nicht so einfach gewesen mit der guten Balance des Arbeitsmarktes. Die Angriffe selber waren jetzt wirklich keine große Herausforderung für uns. Ja, dann schauen wir mal auf die nächste Herausforderung. Wir bleiben im Osten, aber weiter nördlich. Und zwar geht es nach Sarmizegetusa, die nächste Militärkampagne. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Dominus.